Servus Leute, ich habe die Trevi Sierra Speedem schon seit Jahren in meiner Küche im Einsatz. Da ich jetzt aber in der warmen Jahreszeit auch gerne im Garten sitze und dort einen Kaffee trinken möchte, habe ich mir auf eBay eine Zweitmaschine günstig gekauft. Laut Vorbesitzer funktioniert die Maschine einwandfrei, jedoch ist der Einschaltknopf defekt und wurde von ihm festgeklebt, sodass man zum Ein- und Ausschalten den Netzstecker ziehen muss. Glücklicherweise hatte er mir noch eine Seco Vienna mitgegeben, von der ich die benötigten Ersatzteile nehmen konnte. Zunächst den Wasserbehälter, die Auffangschale, den Ersatzbehälter und das Mahlwerk entfernen. Hier schon der ausgebaute Schalter der Seco Vienna. Um die Maschine gründlich zu reinigen und den Schalter zu wechseln, muss man einige Teile demontieren. Unter dem Wasserbehälter befindet sich die erste Torx-Schraube. Um an die zweite Schraube im hinteren Bereich zu gelangen, muss der Kaffeebohnen-Vorratsbehälter erst demontiert werden. Hierzu sind zwei Kreuzschlitzschrauben zu lösen, eine im hinteren Bereich, die andere im vorderen Bereich. Auf dem Bild erkennt man, dass die Schrauben unterschiedlich lang sind. Die kürzere kommt in den vorderen Bereich. Die zweite Schraube des Gehäuseoberteils befindet sich im hinteren Bereich und ist eine Kreuzschlitzschraube. Die dritte Schraube des Gehäuseoberteils befindet sich unter der Schaltereinheit. Es handelt sich hierbei um eine Kreuzschlitzschraube. Die vierte und letzte Schraube des Gehäuseoberteils befindet sich bei der Heißwasserentnahmestelle, hier auch eine Kreuzschlitzschraube. Um den Gehäusedeckel abzuheben, müsst ihr aber von unten noch den Bedienhebel für die Heißwasserentnahme abmontieren. Hier in geöffnetem Zustand, um zu erkennen, wie man den Knopf entsprechend abziehen kann. Nach dem Entfernen der oberen Abdeckung kann man das Gerät sehr gut reinigen und man gelangt auch an das Bedienteil, in dem der Einschalter montiert ist. Um an den Einschalter zu kommen, muss das Bedienteil von der Platine gelöst werden. Hierzu die Kunststoffklammer auf der linken Seite etwas nach zur Mitte drücken und das Bedienteil auf dieser Seite lösen. Auf der anderen Seite geht man gleich vor und schon lässt sich das Bedienteil abnehmen. Bei Arbeiten an Elektrogeräten immer den Netzstecker entfernen. Um das Bedienteil entfernen zu können, sind die zwei Kabelschuhe am Schalter noch zu entfernen. Zur Reinigung entferne ich die entsprechenden Schalter. Der Drehschalter für die Kaffeemenge ist von hinten mit zwei Kunststoffklammern eingehängt. Diese zusammendrücken und nach vorne ausschieben. Die beiden Taster sind nur eingelegt. Den Einschalter musste ich mit dem Schraubenzieher nach vorne drücken, weil er festgeklebt war. Um den Schalter auszubauen, sind 4 kleine Kunststoffnasen von innen zusammenzudrücken und man kann ihn nach hinten abziehen. Wenn alles demontiert ist, lässt es sich sehr gut reinigen. Ich habe hier Kunststoffreiniger verwendet und die Teile entsprechend sauber gemacht. Nach dem Reinigen glänzt auch wieder alles wie neu. Den Einschaltknopf der Trevi Sierra konnte ich leider nicht mehr verwenden, er war innen ausgebrochen und durch das Verkleben nicht mehr zu benutzen. Der Ersatzknopf der Seco Vienna war nicht oval, sondern an einer Seite eckig.
und passt deshalb nicht in das Bedienteil der Trevi-Ziara. Ich habe dazu dann auf dem Schalter die ovale Form des Originals angezeichnet. Danach habe ich die Ecken entsprechend mit einer Feile abgefeilt und mit Schleifpapier entsprechend geformt. Wie man erkennen kann, sind die Ecken aber sehr dünn und ich muss nach einer Lösung für dieses Problem suchen. Zum Glück hatte ich noch etwas Kunstharz und Härter in der Garage und ich konnte die entsprechende Stelle mit dieser Mischung auffüllen. Um den Kunstharz anzurühren, ca. 2% Härter beigeben und gut durchmischen. Danach das Ganze im Schalter verfüllen. Danach habe ich den Knopf mit einem Klebeband abgedeckt und seitlich gelagert, bis das Kunstharz ausgehärtet ist. Der große Vorteil bei Kunstharz ist die kurze Trocknungszeit. Nach ca. 30 Minuten lässt sich das Material schon wieder bearbeiten. Die weitere Bearbeitung habe ich mit Schmirgelpapier gemacht, um die ovale Form gut nachzubilden. Um den Knopf farblich anzupassen, habe ich ihn noch schwarz lackiert. Bei der Montage den Einstellknopf für die Kaffeewasserfüllmenge von vorne durchstecken und gleichmäßig in das Gehäuse eindrücken. Es sind zwei kleine Kunststoffnasen, die dann hörbar einrasten müssen. Der Einschaltknopf wird von hinten ins Gehäuse eingesteckt und muss auch hörbar einrasten. Die beiden Taster für den Start und den Wasserdampf werden von hinten ins Gehäuse eingesetzt. Dabei darauf achten, dass die Feder im oberen Bereich platziert ist. Um das Bedienteil auf die Platine zu stecken, habe ich die Maschine etwas nach vorne gekippt, um zu verhindern, dass die Taster aus dem Gehäuse fallen. Bei der Montage des Bedienteils darauf achten, dass die Kunststoffklammern hörbar einrasten. Die beiden Kabelschuhe am Einschalter auch aufstecken. Die Kaffeepulver-Mahlmenge lässt sich auch bei dieser Maschine einstellen, jedoch nur bei entferntem Obergehäuse. Hierzu lässt sich dieser Schieberegler nach rechts und links verschieben. Dazu die beiden Schrauben im oberen Bereich lösen. Der Hebel nach rechts erhöht die Füllmenge, nach links verringert er diese. Nach dem Verstellen wieder die beiden Kreuzschlitzschrauben anziehen. Auch die Kunststoffteile waren nach dem Reinigen etwas matt und unansehnlich. Die Kunststoffteile habe ich dann mit Autowachs im äußeren Bereich behandelt.
Nach dem Polieren hatten sie wieder eine dunkle Farbe und einen schönen Glanz. Hier nochmal der Einschaltknopf nach dem Trocknen der Farbe. Hier nochmal die einzelnen Teile der Maschine in gereinigtem Zustand. Den Kaffeebohnenbehälter habe ich mit Backofenspray sehr gut sauber gekriegt, die anderen Teile im Außenbereich mit Autopolitur behandelt und auch die Brüheinheit entsprechend gereinigt. Zum Reinigen der Brüheinheit habe ich ein extra Video, das ihr hier oben anklicken könnt. Die Kunststoffabdeckung aufs Gehäuse aufsetzen. Im vorderen Bereich beim Schalter ist eine Kunststoffnase, die dort auch einrasten sollte. Zur Montage die kleine Torx-Schraube unter dem Wasserbehälter montieren. Die zweite Kreuzschlitzschraube im hinteren Bereich einschrauben. Die Schraube unterm Bedienteil eindrehen. Die vierte Schraube auf der rechten Seite auch montieren. Den Gummiring beim Mahlwerk einsetzen und den Kaffeebohnenbehälter anbringen. Beim Einsetzen des Bohnenbehälters darauf achten, dass die Einstellung, das Zahnrad für den Mahlgrad entsprechend in die Zahnräder passt. Danach die kürzere der beiden Schrauben für den Bohnenbehälter im vorderen Bereich eindrehen. Die längere Schraube ist im hinteren Bereich zu montieren. Den Wasserbehälter aufstecken. Die Kaffeebohnen in den Behälter einfüllen. Und hier mein Marke Eigenumbau Einschalter auf den Taster aufstecken und festdrücken, bis dieser hörbar einrastet. Ganz wichtig bei dieser Maschine das Entlüften der Heizeinheit. Dazu den rechten Knopf der Heißwasserentnahme öffnen und ca. 2 Tassen heißes Wasser durch die Maschine laufen lassen. Sollten keine Lufteinschlüsse mehr im Wasserstrahl zu erkennen sein. So, endlich der erste Testlauf. Die Füllmenge einstellen, den Startknopf drücken und schauen, was passiert. Wie vom Vorbesitzer beschrieben, funktionierte die Maschine einwandfrei. Ich bin froh, dass ich eine günstige und zuverlässige Kaffeemaschine für mein Gartenhäuschen gefunden habe und werde den ersten Kaffee jetzt direkt genießen. So, macht's gut und bleibt gesund. Euer Easy Do It.